So, hier wie versprochen noch unser Video zu dem Thema, wie wechsle ich die Rolle meines Etikettendruckers. Dazu müssen wir zuallererst mal das Gehäuse abnehmen. Als nächstes können wir dann hier die Seite der Abdeckung hochklappen und finden jetzt die Maschinenmechanik vor. Der rote Hebel ist die Klemmung, die öffnen wir. Anschließend öffnen wir auch die Arretierung der Spannung, können wir so nach unten machen. Jetzt haben wir hinten praktisch die Abfallrolle, da können wir die Klammer lösen und könnten die jetzt in unserem Fall schon mal abziehen. Wir wollen gleich dazu sagen, wir haben jetzt hier keine leere Rolle in dem Fall, das heißt, manche Dinge müssen wir jetzt ein bisschen anders darstellen, aber ich glaube, ihr werdet darauf schließen können, wie das bei euch dann zu handhaben ist. Genau, um die in eurem Fall dann Abfallrolle oder Restrolle voll praktisch jetzt die leere Rolle abzunehmen, öffnen wir hier, können dann praktisch hier das Teil abziehen, nehmen die Rolle ab. Jetzt in unserem Fall, weil wir praktisch noch so viel Material haben, das wir jetzt hier so abziehen. Prinzipiell wäre jetzt hier der Drucker wieder bereit, dass man die neue Rolle einsetzt. Um die neue Rolle wieder einzusetzen, gehen wir prinzipiell gleich vor, wie beim Herausnehmen, nur klar, jetzt der ganze Ablauf eben rückwärts. Zuallererst setzen wir hier die neue Rolle ein, Gegenstück, bisschen Spannung geben, festziehen. Jetzt das Einfädeln wird ein klein bisschen komplizierter. Erstmal hier unten durch, hier oben drüber. Dann hier wieder innen durch. So. Und nochmal hier unter dem Stab durch zur Abfallrolle. Kleines bisschen überlappen lassen, sodass wir hier an beiden Ausfräsungen, machen wir sowieso ein Detail, hier ein kleines bisschen überlappen lassen, sodass wir hier praktisch mit der Klammer an beiden Seiten spannen können. Am einfachsten, ohne dass das Papier einreißt, einfach die Klammer oben ansetzen und einrasten lassen, festdrücken. So, prinzipiell wäre jetzt fast alles bereit. Klar, zwei Dinge fehlen noch. Einmal hier die Spannung und die Klemmung und damit wäre unsere neue Rolle drauf. Hier können wir den Kasten wieder zumachen. Allerdings weiß unser Drucker jetzt noch nicht, wo die Etiketten liegen. Das heißt, er würde nicht an der richtigen Stelle drucken. Um das zu referenzieren, drücken wir einmal den ganz linken und den rechten Knopf zusammen. Jetzt sehen wir hier, er druckt einmal, zweimal ein leeres Etikett. Dann lösen wir die Klemmung wieder, ziehen das gedruckte Etikett vorsichtig ab, Klemmung wieder rein. Der Drucker befindet sich momentan auf Offline, mit dem roten Knopf wieder auf Online und schon ist der Drucker referenziert. Wir können den Deckel wieder schließen, einmal kurz ein Probelabel drucken, so, dann noch einen kleinen Probedruck und siehe da, an der richtigen Stelle gedruckt. Am Ende natürlich wieder das Gehäuse oben drauf, vorsichtig. Und damit wäre der Wechsel schon gemacht.